Dieser kleine Heizer ist auf der Überholspur der Heizer für Espressomaschinen. Thick-Film-Heater, Dickfilmheizer, Flow-Through-Heater oder Fast-Through-Heater, so wird er genannt. Und wir finden ihn in einigen der besten Espressomaschinen auf dem Markt. Ist ein neues Phänomen. Und mir scheint es, als ob es eine Lösung für vieles bereitet, was wir gehofft haben zu lösen. Schnellere Aufheizzeit, bessere Temperaturkonstanz und so weiter. Wie dieser Dickfilmheizer funktioniert, wo er eingebaut wird und was seine Stärken und Schwächen sind, das besprechen wir in diesem Video. Dickfilmheizer heißt dieses Gerät auf Deutsch oder wir nennen es so. Es wurde im Englischen auch eingeführt als Flow-Through-Heater, also FTH. Und es ist ein kleiner Heizer, ein kleines Heizelement, so ein bisschen auf der Überholspur. Im Prinzip ist es ein Durchlauferhitzer, hat einige Stärken. Schnelles Erheizen, super effizient in Sachen Energieverbrauch, weil es extrem wenig verbraucht. Kommen wir gleich zu. Aber ich finde es spannend, Michel. Wir sind zum ersten Mal, wann auf das Ganze gestoßen, auf diesen Fast-Through-Heater? In einem unserer ersten Videos oder Testvideos von Espressomaschinen, die wir gemacht haben. Also wirklich schon länger her. Das waren die Sage-Modelle, Bambino, Sage Pro. Und da hatten wir die ersten Kontaktpunkte und haben dann auch herausgefunden, eben schnelle Aufheizzeit, sehr, sehr schnell heiß, Temperatur, können wir nachher noch diskutieren, aber vor allem auch sehr effizient, was der Stromverbrauch ist. Genau, das war 2018, Michel. 2018 kamen diese Maschinen oder kam die Sage Bambino Plus auf den Markt. Ich habe aber mich gefragt, wie ist eigentlich so ein Vorgang? Wie passiert das Ganze eigentlich? Wie kommt dann so eine Technologie in den Markt? Und bin ein bisschen da in die Annalen gegangen, habe recherchiert, habe auch den Hersteller dann gefragt, habe noch ein paar Informationen bekommen und fand das durchaus sehr spannend. Es gab so ein erstes Modell von denen 2007 bereits. Wow. Das war allerdings dafür gemacht, um vor allem weniger Druck zu erzeugen und wurde dann vor allem so bei PET-Maschinen verwendet. Ne? Aber es gab im Prinzip den ersten FTH, Flow-Through-Heater, von dem Unternehmen namens Ferro, zu dem wir gleich noch ein bisschen mehr kommen werden, 2007. 2013 hat dann dieses Unternehmen so Starter-Kits verkauft mit diesem Bausatz, den rund 100 internationale Unternehmen eingekauft haben, um dieses Heizelement vor allem in Maschinen einzubauen, die Heißwasser eben produzieren müssen oder sollen. Einerseits in Wasserkocher natürlich auf der einen Seite und dann eben auch in Espressomaschinen. Mhm. Und dieses neue Modell kann eben bis zu 15 Bar oder kann 15 Bar verarbeiten. Und das war natürlich eine Voraussetzung überhaupt, weil wir brauchen natürlich Druck, wenn wir Espresso machen wollen. Und dann hinten hängt dann immer eine Pumpe dran. Und diese Dinger müssen dann natürlich bereit sein dafür. Und ich würde sagen, der First Mover in der ganzen Geschichte war das Unternehmen Sage Breville. Ja, und eine der ersten Maschinen oder die erste, die wir dann angeschaut haben mit dieser Technologie, war die Sage Bambino Plus. Erinnerst du dich noch an den Test? War super beeindruckend, wie schnell diese Maschine heiß war. Die war einfach rucki zucki da. Und hatte auch super Dampfleistung. Das muss man auch noch berücksichtigen. Also das war wirklich sehr beeindruckend. Und was wir dann aber bei der Maschine gemerkt haben, ist, dass sie ihre Schwächen hatte in der Temperaturkonstanz. Wobei die Sage Bambino Plus hat das noch ganz ordentlich gemacht. Ein bisschen besser war damals aber noch eine andere Maschine aus dem gleichen Haus, vom gleichen Hersteller, nämlich das ist ja Breville in, ich glaube, überall außerhalb von Europa oder zumindest außerhalb des deutschsprachigen Marktes wird die Maschine unter dem Namen Breville oder von der Marke Breville vertrieben. Bei uns ist es Sage. Und die andere Maschine, die dann kam, eben auch mit der Technologie, das war eben interessant. Wir haben einerseits die Sage Barista Express angeschaut und dann die Sage Barista Pro. Und Michel, die waren ein bisschen konstanter in der Temperatur. Wir haben, glaube ich, mit der auch richtig Spaß gehabt. Wir haben damals ein paar Videos gemacht. Ich finde, wir könnten mal wieder eins machen. Denn spannend ist, aus meiner Sicht ist es so aus dem Hause Sage, was wir dann in den folgenden Jahren gesehen und getestet haben, eine der besten mit Dickfilmheizer. Einerseits schnell heiß und relativ gut in der Temperatur. Da haben wir dann auch ein paar Sachen kritisiert in der Grundannahme und so weiter. Aber die beiden, und das wollen wir hier auch so klar sagen, das Unternehmen Sage ist der Wegbereiter für eine Technologie, die dann später viele weitere Maschinen mit dieser Technologie hat folgen lassen. Ja.
die zum Teil aus meiner Sicht dann vieles sehr gut gemacht haben und auch in der Sachen Konstanz und so weiter dann auch Sage hinter sich gelassen haben. Aber vielleicht kommen wir ganz kurz dazu, wie dieses Modell, wie dieser Dickfilmheizer funktioniert und gucken auch nochmal auf den Vergleich. Warum ist es anders und warum ist es vielleicht an manchen Stellen dem Boiler wirklich überlegen? Bevor wir in den Dickfilmheizer gucken, machen wir einen ganz kurzen Ausflug. Was sind die anderen beiden weit verbreiteten Elemente zur Aufheizung von Wasser für das Brühen von Espresso? Es gibt eines, das ist komplett anders und es gibt eines, das ist ein bisschen verwandter. Ja, absolut. Wir haben einmal den Boiler, den kennt ihr alle. Also einerseits schon von Dimensionen her. Wir haben oftmals in Maschinen bei Dual Boiler sind die vielleicht ein bisschen kleiner. Da sind wir irgendwo bei plus minus 1 Liter oder ein bisschen weniger. Und bei Zweikreiser sind wir dann oftmals bei 1,6 bis 3 Liter im größten Fall, bei Gastromaschinen oftmals dann 8 oder 10 Liter Boiler. Und da haben wir eine Heizung drin, die eigentlich die ganze Masse einmal hochheizt, in dem Fall mit einem Zweikreiser, mit einer Wärmeübertragung für den zweiten Kreislauf für Espresso. Das heißt, wir haben wahnsinnig viel stehendes Wasser. Also wenn wir hier von 1,6 Liter sprechen, ist da irgendwo zu knapp 2/3 gefüllt, minus ein bisschen, was noch drin ist. Aber da sind wir irgendwo bei 7, 8 Deziliter Wasser, was immer heiß sein muss für die Brühung bzw. für den Dampf. Genau, was einerseits immer heiß sein muss und erstmal muss es natürlich erstmal überhaupt aufgeheizt werden. Das bedeutet, es dauert lange und wir verbrauchen relativ viel Energie, um dann am Ende 800 Milliliter Wasser von mir aus aufgeheizt zu haben. Die sind ja nicht immer komplett voll, ne? Ja. Um dann am Ende diese 800 Milliliter aufgeheizt zu haben, um dann einen Espresso zu brühen. Und wenn ihr jetzt einen doppelten Espresso macht... Milliliter. Ja, genau. Ein doppelter Espresso ist in der Tasse am Ende 45 Milliliter. Ja. Was ihr einsetzt dafür an Brühwasser sind so 80 bis 90 Milliliter. Ihr habt aber einmal die 10-fache Menge aufgeheizt. Ja. Ne? Und das zeigt schon, das ist eigentlich natürlich keine effiziente Technologie. Zum Teil ist die Bewärmung auch nicht ganz mittelbar so und das dauert und das verbraucht viel Energie. Und wir können heute sagen, wir haben bei so einem Modell oft den 2-, 3-, ja vielleicht sogar 4-fachen Energieverbrauch von dem, was dann am Ende der Dickfilmheizer braucht. Es gibt ein bisschen eine pragmatischere, eine schnellere Lösung, die gewissermaßen auch vielleicht der Wegbereiter ist für diese andere Technologie. Das ist der Thermoblock. Das ist oftmals, das ist übrigens ein Beispiel, der im Vollautomaten drin ist. Die gibt es auch noch ein bisschen eine andere Bauweise für die Siebträger, zum Beispiel für die Ascaso. Und da haben wir einfach so 300, 400, 500 Gramm Aluminium. Einmal einen Durchlauf in einem Kreisformat beziehungsweise in einem Schneckenformat und haben auf der anderen Seite die Erhitzung. Und durch das einfach schon wieder viel weniger stehendes Wasser als hier, aber immer noch eine gewisse Masse, die man hochheizen muss. Allerdings auch kein stehendes Wasser, sondern es sehr, ist sehr, sehr wenig. Es ist ein Durchlauferhitzer im Prinzip auch. Nur ist jetzt hier dieser Aluminiumblock erheizt und beheizt und der wirkt dann natürlich auf das durchfließende Wasser. Aber es ist natürlich trotzdem noch mal deutlich mehr Masse, ich sag's richtig, als jetzt hier diese dünne, super dünne, nicht mal 3 Millimeter dicke Metallplatte. Ja, wir haben hier halt auch super wenig Wasser, was wir erhitzen, weil einfach praktisch kein Wasser da ist und nur das, was wir wirklich brauchen und durch das innerhalb von eigentlich sofort. Also wir sprechen von 1, 2 Sekunden irgendwo im kochenden Bereich und im Dampfbereich vielleicht nochmal eine Sekunde, 2 mehr. Aber eigentlich Knopf drücken, sofort Brühmöglichkeit, theoretisch. Wir haben ja quasi diese Rohre eingelassen in diesem Substrat, Edelstahl, Fassung und da laufen auch direkt diese Heizelemente durch und diese Heizelemente sind natürlich verbunden direkt mit der Energie und wenn da Energie reingeht, ist die Temperatur da, Michel. Ja. Und gleichzeitig haben wir auch die Temperatursonden da drin und du sagst es völlig richtig, die Aufheizzeit, also es ist sofort da. Ja. Wir sehen die Übertragung, die Temperatur, wir sehen das auch im Brühkopf, ne? Da kann man ja weitere andere Elemente reinbringen. Die Geschichte ist, natürlich ist auch hier der Rest der Maschine nicht sofort heiß, sondern das Wasser ist dann heiß, aber damit ist der Siebträger noch nicht heiß und damit ist die Brühgruppe im Zweifelsfall noch nicht heiß, all das ist noch nicht heiß. Das heißt, wir haben immer da noch eine Wartezeit, deswegen dauert es dann trotzdem bei manchen Maschinen, nehmen wir die Zuriga 2 Minuten oder die Maro 4 Minuten, bis die dann heiß sind. Ja. Und das sind dann wiederum andere Modelle, auf die wir dann auch nochmal gleich zu sprechen kommen. Aber das ist eigentlich das, was das hier leistet. Und ja. Ich finde auch noch der Vorteil, natürlich hat das der Thermoblock auch, wir können selbst entkalken.
Also wir haben super wenig Kalkbildung grundsätzlich drin. Natürlich mit einem gewissen Risiko, weil die Leitungen halt oder die Rohre, wenn man das jetzt so da drauf nimmt, sehr, sehr klein sind. Also wenn da Kleinstpartikel an Kalk drin sind, dann muss auch entkalkt werden. Aber ihr könnt das auch selber machen in der Regelmäßigkeit. Wir würden euch sowieso weiches Wasser für Espresso empfehlen. Aber hier würde ich dann trotzdem alle vielleicht 3-4 Monate mal eine Erkalkung machen, je nach Maschine, je nachdem, was auch der Hersteller empfiehlt. Und dann hat man einfach Ruhe. Ja, aber wir können da natürlich sagen, dass wir jetzt bei den Modellen, die wir auch haben, auch bei den Maschinen, die wir da haben, und eben die ersten haben wir da eben angeschaut, 2018, 2019, keine Verkalkungsprobleme haben. Nein. In dem Sinne. Und in diesem Kanal selbst ist ein NTC-Sensor eingelassen, der wiederum die Temperatur misst. Und die muss eben dann gesteuert werden. Und kommen wir da dann zu, indem wir auch ein bisschen die Geschichte weitererzählen. Nochmal, wirklich spannend. Da gibt es ein Unternehmen, Ferrotechnik, sitzen in Holland. Ich glaube, die haben am Stammhaus 50 Leute. Dann haben sie noch andere Fabriken, da sind es dann nochmal 80 und gehören zu einem größeren Konzern, der heißt Otter-Gruppe. Die sind wirklich verantwortlich nicht nur für die Dickfilmheizer, die jetzt in diesen beiden Geräten drinstecken, die wir schon angeschaut haben, sondern dann tauchten immer mehr Espressomaschinen auf dem Markt auf, die die Technik verwendet haben und die auch die Controlling-Geschichte verbessert haben. Und die ersten, die wir dann angeschaut haben, die das wirklich angewendet hatten, das waren Schweizer Unternehmen. Ja, absolut, weil die haben eine Regeltechnik drin, die wirklich super funktioniert. Das war die Zuriga. Und da waren wir das erste Mal wirklich baff, weil, das muss man wirklich sagen, wir haben das erste Mal auf unserem Messtisch eine Maschine gehabt mit dieser Technologie, die erstens super schnell heiß ist. Wir sprechen wirklich von 2 Minuten. Und auf der anderen Seite in den Brühungen so konstant regelt, dass es absolut geilen Espresso macht. Und es gibt eigentlich dafür 2 Zauberworte, lieber Michel. Und zwar einmal ein zweiter Dickfilmheizer, der oben in der Brühgruppe sitzt. Ja. Also direkt im Prinzip, wenn wir das hier mal anschauen, hier oben drin ein zweiter, der dafür sorgt, dass auch relativ zügig der Siebträger aufgeheizt wird. Ja. Und das andere Zauberwort ist eben, wie du schon richtig sagst, gutes Controlling dieser hineingegebenen Energie in Verbindung mit dem Fluss, in Verbindung mit dem, was dann da an Energie reingeht, heizt die Maschine nicht nur schnell auf, sondern dann eben auch präzise. Und wir haben erstaunlich gute Werte geliefert. Und die Maschine, von der wir sprechen, ist eben die Zuriga in der Generation 2. Schön, klein, handlich, super schnell warm. Ja, wir haben sie besprochen, ihr könnt das Video dazu anschauen. Ich finde, das ist jetzt so ein Nachweis oder ein Beweis, was die Technologie eigentlich kann, wo das Potenzial ist und wo dieses Potenzial dann wiederum auch in anderen Maschinen verwendet wurde. Und es sind ja eben nicht nur Espresso-Maschinen, sondern ich will hier kurz erwähnen, zum Beispiel die Tone-Filter-Kaffeemaschine setzt auf Dickfilmheizer oder auch dieser Aiden Precision Brew, auch eine Maschine, die auf Filterkaffee oder die Filterkaffee brüht, nutzt auch einen Dickfilmheizer. Und dann kommen wir zu, ich würde sagen, der Maschine, die bisher das am allerbesten gemacht hat, die am besten, am konstantesten die ganze Aufheizthematik löst und dann auch am präzisesten in der Temperatur ist. Und das ist die Maro. Und jetzt müssen wir die können wir nicht herzaubern. Nein, die können wir nicht herzaubern. Die blenden wir euch jetzt einfach ein. Die Maro, die kennt ihr ja, haben wir auch getestet. Auch eine Maschine mit Dickfilmheizer. Absolut. Weil einfach verstanden wurde, dass zwar der Dickfilmheizer an sich eine super einfache Technik ist, auch nicht wahnsinnig teuer, aber es braucht eine präzise Regelung dahinter, die eben diese Geschwindigkeit, diese sofortige Erhitzung auf Präzision bringt, dass wir eben von 93 irgendwas konstanten Grad sprechen, die einfach guten Kaffee machen. Ja, und das sehen wir in der Maschine, das seht ihr auch an diesen Kurven, wenn wir sie jetzt hier eingeblendet seht. Aber ihr seht eben auch, wenn wir dann auf die anderen Kurven schauen von den anderen Maschinen, die da ein paar Jahre zuvor entwickelt wurden, die waren nicht so präzise. Und wir müssen sagen, auch heute, und das finde ich schon auch mal auch ein interessantes Phänomen, Sage wurde ein bisschen überholt. Auch wenn wir auf die neue Sage Oracle Jet schauen, auch die ist ja mit einem Dickfilmheizer ausgerüstet und wir müssen sagen, das geht einfach viel besser mittlerweile. Ne? Ja. Also da gibt es einfach Maschinen, die das besser lösen und ja, ich hoffe, dass da auch Sage natürlich als Starter, als Integrator dieser Technologie in den Markt, dass sie da aufholen und wieder anknüpfen. Und wir werden weitere Maschinen sehen. Also das ist jetzt hier nicht das Ende der Reise, sondern in diesem Jahr kommt die Roxy auf den Markt, die Nunk kommt auf den Markt und vielleicht noch die eine oder andere Maschine, von der wir nicht wissen. Und
Vielleicht habt ihr aber schon davon gehört. Und wenn ihr davon gehört habt, schreibt es gerne in die Kommentare, beziehungsweise werft auch einen Blick auf den ausführlichen Blogbeitrag, wo ich versucht habe, nachzuvollziehen, welche Maschinen wann auf den Markt kamen, wann diese Technologie sich weiterentwickelt hat. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da helft, das Ganze zu ergänzen. Und vielleicht findet ihr auch noch andere Unternehmen, die den Dickfilmheizer entwickeln oder ähnliche Technologien. Wir halten die Augen auf und wir versuchen eben auch genau mit unserem Kanal solche Veränderungen am Markt sichtbar zu machen und sind da immer wieder dankbar auch für Tipps, wenn ihr welche habt, auch zu neuen Pumpen und so weiter, die da kommen. Für heute soll es das gewesen sein. Wir trinken jetzt einen Espresso mit der Zuriga und nachher noch einen Filterkaffee mit der Tone und stoßen an auf eine coole Technologie, die in Sachen Energieeffizienz und Aufheizgeschwindigkeit neue Maßstäbe setzt und vielleicht ein neues Zeitalter einleitet, nämlich das der Dickfilmheizer. Mittagessen! Wie mache ich das mit dem Kabel? Das Einfach nach hinten schmeißen. Okay. Nee, lass es stehen. Also, wir stehen immer noch am gleichen Ort. Perfekt. Zuriga in der Generation 2. Nicht bewegen. Das musst du, glaube ich, noch. Die Maro kommt ja als nächstes. Boah, was? Die musst du dann, das sage ich dann. Da bleib ich dann so stehen und sage, die musst du jetzt holen. Bing, die ist noch dreckig. Ben, hast du nicht geputzt? Ja, nur von oben. Ja, aber Also von der Seite.